ja, dann ist da hier keiner. Das ist so von vielen erwachten sogenannten Satsang-Lehrern, haben wir oder du vielleicht auch schon gehört, ja, hier ist keiner. Hier ist keiner. Bei dir ist einer und hier ist aber keiner. Ne? Oder bei dir ist auch keiner, ist überhaupt gar keiner da. Hier ist keiner, das ist so eine Aussage, mit der man sich sehr unerreichbar macht und auch unantastbar und unangreifbar. Und das ist so eine scheinbare Sicherheit. Also ne, das zeigt eigentlich wie so, ja, hier ist ja gar keiner. Und egal, was du sagst zu mir, es verletzt mich nicht, es macht nichts mit mir, es ist mir auch völlig egal, weil hier ist ja keiner, ich bin ja nicht da. Ja, das ist keine Reaktion. Ja. Und das ist so emotional unangreifbar. Ja. Und was wir uns so gefragt haben, ist immer, wieso will jemand emotional unangreifbar sein? Also wieso ist das eine Position, wo so viele auch gerne hinwollen? Und das, was wir sehen, ist, dass das eigentlich der erschöpfte Mind ist. Der Mind, wo überfordert ist vom Leben, von den Gefühlen, von dem anstrengenden Leben. Ja, auch, von diesen ganzen Auseinandersetzungen mit Menschen, mit dem Leben und so. Und der sucht dann eine Position in diesem Non-Duality oder im Satsang, wo man eine Position erreicht von hier bin ich unantastbar, hier bin ich heil. Ja. Ja, und hier kann ich mich ausruhen, hier ist einfach nichts, was mich mehr anstrengt. Und das tönt für den Mind natürlich sehr, also der Mind, der wirklich so eigentlich völlig exhausted ist mit dem Leben, der versucht ja auf der anderen Seite, bei allen Leuten, wo jemand ist, quasi, versucht er ja das Leben irgendwie zu handeln. Bei denen, die sagen, hier ist keiner, ist die absolute Ruhe und Entspannung. Deshalb ist das auch so scheinbar erstrebenswert. Es scheint friedlich zu sein, Ja. aber wie weit entfernt ist das tatsächlich vom wirklichen Leben? Ja? Dieses Erkennen von, dass wir mehr sind als unser Körper und unser Denken, heißt nicht, dass hier keiner mehr ist. Das ist ein Fehlerkennen und eine Fehlinterpretation von einer wichtigen Erkenntnis, die man auf dem Weg zum Erwachen und zum Erleuchten tatsächlich hat. Aber in der stecken zu bleiben, ist eigentlich ähnlich wie eine Psychose. Es ist krankmachend, es ist für andere Menschen sehr komisch, von der Wahrnehmung her halt auch. Und man wird emotional unerreichbar. Ja. Und auf eine Art kann dich wie keiner mehr retten daraus, außer du selbst wachst auf aus deinem Schlaf des Erwachtseins. Ja. Weil die Bewegung vom Erwachen ist immer dieses Erkennen von diesem, das, was du tatsächlich bist, diese reine Wahrnehmung, dieses friedliche, unendliche Raum, der da ist und lebt. Und das, was lebt, alles, was in Erscheinung tritt, jedes Ich, jedes Hiersein, ist in dir und ist wertvoll. Jedes Gefühl, was du fühlst, ist wertvoll. Es hat keine Position in dem, also du bist in dem drin, deshalb kannst du locker zu dir sagen, ich bin hier und du bist alles. Und das ist eigentlich das Schöne an Erleuchtung, wenn man es wirklich definiert, ist, du bist das Leben. Da ist keine Position mehr. Das ist keine Position mehr von, ich bin nicht hier. Du gibst diese Position auf. Das ist der schönste Akt, den du eigentlich dem Leben geben kannst, dass das Leben da ist. Und das Leben würde nie sagen, hier ist keiner. Aber das zu sehen, ist eigentlich die Gnade vom Leben. Und vielleicht, wenn du selber da drin steckst, versuch dich wach zu rütteln, versuch den Körper zu fühlen, versuch diese Verkörperung von dem, was du vielleicht erkannt hast, ins Leben zu bringen und scheu dich nicht
davor, hier zu sein, zu fühlen, Enttäuschung zu fühlen, zu scheitern. Das Erwachen oder die Erleuchtung wird dich nicht daran hindern, im Leben zu scheitern, Schmerzen zu haben, Gefühle zu haben, es vielleicht nicht zu wissen. Oder nicht zu schaffen. Ja. Mhm. Im Gegenteil, es macht dich menschlich. Das Menschliche wird verkörpert. Ja, weil das ist die Gefahr, dass diese Position vom Mind, hier ist keiner, die ist sehr, sehr eigentlich unmenschlich. Also die kappt eigentlich die Verbindung, die wir haben zum Leben und zu den Menschen. Und das ist eigentlich auch sehr schmerzhaft. Und alleine. Alleine, einsam auch. Ja. Also jeder, der da oben sitzt und sowas sagt, ist einsam. Er ist wie im Herzen auch einsam. Es ist wie getrennt vom Leben. Es ist eigentlich eine Position, die man einnimmt. Und um die aufzugeben, das schmerzt, weil man fühlt ja da nichts. Und tatsächlich ins fühlende Leben zu kommen, ist eigentlich das tatsächliche Erwachen. Die tatsächliche Erleuchtung im Leben manifestiert. Da hat es keine Position. Du bist der Schmerz, du bist das Höchste, die Unendlichkeit, aber du bist genauso der Kackhaufen auf der Erde. Der Hund. Der Hund, der gerade an den Baum pinkelt. Du bist alles. Du bist alles und du fühlst alles und alles ist hier. Ja? Und alles hat so seinen eigenen Ausdruck. Deshalb könntest du sagen, es gibt Billionen von Ichs in dir. Und das ist eigentlich das Schöne. Deshalb eigentlich die falscheste Aussage, die man machen kann, ist, hier ist keiner. Ja, die ist sogar sehr, sehr arm. Also wenn du verbunden bist mit allem, spürst du den Reichtum des Lebens, du spürst die Lebendigkeit, den Wert, den das Leben hat. Das Leben ist so wertvoll, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir wissen nicht, ob es diese Form von Leben noch irgendwo anders im gesamten Universum hat. Das kann keiner sagen. Die gibt es nur hier. Und wir sagen, hier ist keiner. Du bist das Wunder. Ja. Du bist das Wunder, das lebt. Ne? Und das Leben lässt dich diesen Traum tatsächlich leben. Wenn du diesen Traum lebst vom Erwachtsein, vom Hier ist keiner, wird das so sein. Es wird wie so erschaffen in dir. Aber in Wahrheit bist du da. Du fühlst, du lebst und vielleicht bist du einfach einsam und überfordert. Deshalb öffne dein Herz für wirkliche Begegnungen. Du musst sie nicht perfekt können, die müssen auch nicht friedlich rauskommen. Wir sagen auch manchmal, wir brauchen wieder den Mut für Konflikt, für wirkliches Fühlen. Es braucht eine neue Spiritualität, es braucht auch einen neuen Satzang, eine neue Non-Dualität, die wirklich das Leben integriert. Ja. Der Satzang ist in dir, hier in dir und in allem, was da ist. Und die Erscheinung, die hier ist das Wunder. Das ist diese zarte Pflanze, die in Erscheinung tritt und absolut nie wieder so sein wird, wie du jetzt bist. Und deshalb kannst du das eigentlich feiern. Aber was es gilt, ist zu entdecken, was du noch bist. Du bist mehr als der Körper. Du bist mehr als die Gedanken und Konzepte. Das ist eigentlich das Schöne. Aber dafür musst du nicht dich verneinen oder dass du hier bist. Mega schön. Ja. Und vielleicht wirst du jetzt getriggert werden oder bist anderer Meinung. Hier ist jemand und wir fühlen das.
Wir können das fühlen. Es berührt uns, was du sagst, was du schreibst. Es berührt uns, ob du likest oder nicht likest. Es berührt uns. Und das ist das Schöne und das Wunder. Alles Liebe von uns. Alles Liebe.